I take it you have concerns. I can think of a few. You're only escalating matters. You expect us to believe you're going to fight your own children? I can't deny my responsibility for what VII and Arcann have become. I have to end their bloodshed. Kapitel 7. The Lady of Sorrow. Then welcome aboard. Were you in love with Valkorion? You couldn't have done worse. Na gut, dass er sich in ihn verliebt, okay, ja. Das mag sein, aber für mich zählt eigentlich nur eins. Dass sie das Blutvergießen beenden will. Das ist eigentlich das, was Arceseus wirklich interessiert. We'll be glad to help you with that. Good. We never agreed on how the children should be raised, and over time he became more and more distant. More cold. I was afraid for what the children would become. But when I decided to leave, they chose him. I couldn't force them. You've been lying to us all this time. Now you give us this woe is me story, and we're supposed to take your word for it? You don't have to take my word. You can ask the immortal Emperor himself. I'm not him. I'm me. When Valkorion was in charge, he wasn't fixated on waging war. If we can get him back on the throne... Valkorion is a world devourer. He brought direction and stability to Zakul. Trust me, Koth, you don't know him like I do. No. You don't know him like I do. Neither of you know him like I do. Try sharing a little less. That isn't what I meant. Interruption. The Republic astromech has established contact. T7, what does he have for us? Report. A criminal meatbag on Zakul has been in search of the gravestone. This Lady of Sorrows alleges she can establish a dialogue with its computers. Lady of Sorrows? Good luck with her. I take it she's trouble. She's an information broker. Acts as her own enforcer. Never apprehended. So yes, trouble. She operates in Zakul's old world district. I know it better than anyone. I'll escort you. Okay, das klingt gar nicht so uninteressant. Also ihr sagt zwar alle, das wäre ein Problem, aber ein Unterweltlerin, genau. Unterweltlerin, Händlerin? Nee, ja, Unterhändlerin. Genau, so, jetzt haben wir es aber. Eine Unterweltlerin und eine Unterhändlerin. Das ist doch eigentlich genau das, was wir gebrauchen können, oder etwa nicht? Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass wohl ich am besten verstehe, wie Valkorion denkt, denn er ist in meinem Kopf drin. Good, we can have a chat. Isn't it dangerous to return? I don't trust you, but okay. Ich sage, gut, dann wollen wir mal mit der quatschen. I have a feeling we'll find things to talk about on the way. One or two. It's worth a try, this Lady of Sorrows. But I'd like a word before you leave. Mit dir doch immer, Lana. Who thought the Lady of Sorrows would be the key to figuring you out? Destiny calls. Now that the truth is out about Valkorion, there's a shortage of trust. I need you to find it within yourself to try. Not an easy task. Koth believes in Valkorion. Senya withheld vital information. Neither one trusts the other. That's why you must act as an example. Da wäre die Frage, ob sie den beiden vertraut. You really think they're trustworthy? I'm too much of a realist for absolute trust. Especially after Ziost, but I know their intentions are sound. May the Force serve you well out there. Ich verstehe nicht ganz, warum sie meine Frage jetzt nicht gemocht hat. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich wollte mich ja einfach nur mal erkundigen. Das ist ja doch mal ganz interessant. Aha. Okay. So, wir können erstmal aufleveln, wie es aussieht. Oh, dann sind wir schon Level 65. Guck an, dann war es das, glaube ich, schon, ne? Weiter aufleveln können wir, glaube ich, gar nicht. Und wir bekommen ja noch eine Wrist. Also hier, sowas bekommen wir dann. Okay, auf Level 80 haben wir es aktuell. Was noch? Waste, also das hier noch. Okay. Das ist schon auf 200. Was haben wir hier? Achso, das ist egal was. Okay.
Medtech und Bolt Blaster. Puh, ja, eine gute Frage. Ich sage einfach mal Bolt Blaster. Weil wir das ja auch schon mit Bolt Blaster haben. Das, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, einfach so gefunden. Das ist Medtech, okay. Ja gut, aber schaut euch mal an hier, unser Influence Gain. Das ist ja Wahnsinn. Zack. Wow, nice. Ja, wir sind Level 65, meine Lieben. Würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch mal was. Das ist doch mal eine feine Sache. So, was waren das eigentlich für Kristalle, die wir schon wieder bekommen haben? Ich habe keine Ahnung. Und will ich die Sachen hier wirklich öffnen? Nee, mache ich jetzt noch nicht. Das können wir dann mal in Ruhe machen. Wir müssen nach da unten. Und Senja ist jetzt auch bei uns. Sie ist auch auf Damage eingestellt, das finde ich gut. Und wir haben jetzt hier eine richtig coole Crew, die sich hier ein bisschen um das Schiff kümmert. Das finde ich ganz nice. Sieht ganz hübsch aus alles. Ist schon schick. Hier so, ja doch. Das hat doch was. Ich finde, das hat was. Oh, ein Gong-Druide. Gong. Goink. So. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Check the Power Generator. Ja, das ist unser Auftrag und das werden wir natürlich auch gleich erledigen. Hi, guten Abend. Oh, hier geht ja richtig was ab. Finde ich cool. Nee, das mag ich wirklich. Ich mag solche Details. Ich mag das. Wenn es ein bisschen lebendiger aussieht. So, jetzt haben wir hier noch einen Droiden. Können wir da irgendwas verkaufen? Nö. Wir haben noch ein E-Mail-Postfach. Da möchte ich mal kurz reinschauen. Wir haben 2 neue Mails. Tanno hat uns hier noch geschrieben. Aha. Guck an. Das ist ja der Gefährte des Soldaten. I've got to admit I figured the stories were true and you died on Zakul. Never thought I'd find myself haggling with a legend come back from the grave over some worthless thief. Don't know what your angle is with Tora, but if I catch her sniveling around my business again, she's dead. The upside to my day is that all those merchants saw me walk away from you, and now my skim of them is double what it used to be. They think we're pals. I'd cut you in on the take, but you don't seem like the type to be interested. You and me will just stay out of each other's way, like a couple of phyrex and sharks chasing the same fish. There's plenty to eat. Okay, das finde ich gut. Haskell sagt, facing you in battle was the only way to see the truth. When I felt the Eternal Emperor's might radiating from you in the heat of our duel, it burned away all of my doubts. I know now that Arcann will fall, the Scions will be avenged, and you will bring order to the chaos engulfing Zakul. It is my honor to be your herald and seer. I have already received the vision of what I must do to ensure your final victory. When the time comes, I'll be ready to serve you. Okay, wir haben die Scions also jetzt tatsächlich komplett auf unserer Seite. Das ist nicht schlecht. Und da ist der Power Generator. Und wie es aussieht, haben sich da schon wieder einige, ich weiß nicht, sehen nicht aus wie Mynox, aber ähnliche Kreaturen wie Mynox haben sich hier mal wieder eingenistet. Wir reparieren ihn einfach mal. Oder wir gucken mal, was mit ihm los ist. Check the primary fuse box. Okay. Die Leitungen müssen irgendwie gesäubert werden. Locate a fuse. Ja. Easier than I thought. Ja, das ist wirklich easier. Du hast ja nicht mal richtig was zu tun. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, ein Fuse-Bundle. Schön. Bonus and check replace was? Faults? Ach, keine Ahnung. Faulty fuses, alles klar. What was it? An infestation. If they'd grown any bigger, we'd have more to worry about than spotty power. We should check the rest of the ship. Courtesy. I will take it upon myself to eradicate these hostile stowaways, masters. Once I have gathered additional munitions, I will scour the ship from top to bottom. Whoa, easy! We can have you blasting through the hull left and right. I can employ knives and blunt force instruments instead. Would that make you feel safer? Not really. Next time, you're on cleanup detail. Ah, nice. Ja, ich wollte gerade sagen, HK, du kannst ja nicht das gesamte Schiff wieder auseinandernehmen, das ganze Schiff. Oh Mann. Ich mag HK, ist schon ein ulkiger Typ. So, da gibt's nichts, oder? Nee.
So, wie viele brauchen wir noch? Ich weiß, was mache ich? Moment mal. Ach, ich muss die alle nochmal ersetzen dann. Ja, sag das doch. Boah, und ich dachte, ich muss die immer nur öffnen. Ich öffne also die Platinen und wechsle dann diese 4 Diffuses aus. Okay, alles klar. Hier, der Draht. Das Kabel. Das Kabel. Das Kabel scheint in Ordnung zu sein. Ach, einige sind in Ordnung, oder wie? Tatsache, guck an. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Einen kaputten... Oder sagen wir mal eher ein angeknabbertes Kabel. Aber was sind das für Viecher? Also Mynox sind mir bekannt. Das scheinen ähnliche Kreaturen zu sein. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Platine finden. Ja, da vorne sind doch 2. Nice. Okay, machen wir die mal auf hier. Mal schauen, ob da noch eine kaputte dabei ist. Jawohl, hier haben wir sie. Zack. Und jetzt können wir uns ganz entspannt um das Shuttle kümmern, das uns zurück zu Sakul bringt. Und dann treffen wir uns dort mit der Unterhändlerin. Senja ist ja bei uns, also kann uns gar nicht so viel passieren. Sie scheint nämlich doch sehr, sehr mächtig zu sein. Das muss man ihr lassen. Aber mal gucken, vielleicht brauchen wir ja gar keine Waffen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja, alles klar. Take the Shuttle, genau. Na komm. Da ist das Shuttle. Boah, cool. Ah, sieht schon cool aus. Ah, hat was. So. Na komm her. Die Pilotin sah übrigens ein bisschen so aus wie Mako. Nicht wie unsere Mako, aber wie eine Mako, die man am Anfang des Spiels standardmäßig bekommt. Mit diesen komischen, ja, Haaren da. Mit diesen nach hinten gegelten Haaren. Schwarz. Ach, Mako. Was die wohl gerade so machen? Ob wir sie jemals wiedersehen? Unsere alten Gefährten, meine ich. A love the hand of tithe could not deny. We're headed back into the heart of Arcann's empire and you're singing? What better time? Anyway, where we're going, no one will be looking for criminals. Most of the people there are criminals, which of course presents its own dangers. Even so, I do enjoy visiting the old world. It's a piece of Zakul history. Valkorion's first attempt at creating a grand society. A failed attempt. Only in scale. To him, it wasn't nearly grand enough. I want to know more about your relationship with Valkorion. The story really isn't as outlandish as whatever you're imagining. We met after I earned a place in his elite guard. I never hesitated to speak my mind, which caught his attention, I suppose. He was fascinating, bold, always completely certain of his next step. Oho, ich kann mit ihr flirten, wirklich. Wollen wir das mal machen? Einfach mal so zum Spaß? Das ist jetzt fürs Roleplay natürlich nicht so toll, aber ich würde es einfach mal, ich würde gerne mal ihre Reaktion sehen, deswegen. If I were describing you, I'd say the same things. You're flattering me. But yes, somehow we had a fair bit in common. What we had wasn't a child's notion of romance, but we were happy. Then Arcann and his brother Thexan were born. I loved them so much. But no matter what I did, they wanted nothing to do with me. And Valkorion wanted nothing to do with them. His mind was somewhere else. He barely spoke. Barely acknowledged any of us for weeks at a time. And then, Vaylin.
Vaylin was troubled from the start. Vaylin. I know this is hard for you. We don't have to keep talking about it if you'd rather not. I've kept it in for 20 years, and I wouldn't say it helped. We'll see if letting it out works any differently. I confronted Valkorion. His daughter needed help. His sons needed him. His solution was to cage Vaylin's mind. Most of her power was locked away, along with most of who she was. He ignored the rest of us outright. I couldn't stand by and watch. I gathered the children. I tried to tell them we needed to go. They laughed and called me weak. Even as children, even with Vaylin's power restrained, the three of them together were still far more powerful than me. I couldn't force them to go. So, I left. I can't imagine how hard that must have been for you. Better than being trapped there. Helpless, I transferred to the Knights Enforcement Division and took assignments at the outer fringes of our empire. Valkorion never spoke another word to me. Since then, I've only seen my children in broadcasts of public events, like Thexen's funeral, killed in the core worlds. I doubt they even remember me. Hello, little one. T7. Na Mensch. You really get around. Seems like you're everywhere. The Lady of Sorrows is wanted for murder and theft of state secrets, among other charges. The Knights have hunted her for years. No one's come close. I'm sure the three of us will manage if we work together. You may not believe this, but it's rare for someone to escape a Knight's justice. And when that someone is the Knight's own child? We'll find out, won't we? Could I... Is it possible for me to talk to him? To Valkorion? I don't think it works that way exactly. Lots of things live down here. Few of them friendly. We should be careful.